Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Business Tapas, den kleinen, aber gehaltvollen Happen für euren unternehmerischen Erfolg. Heute geht es um ein Thema, das jeder Unternehmer im Mittelstand gut kennen dürfte. Meetings. Also, wie oft sitzen wir in Besprechungen, die einfach nicht enden wollen, ohne dass dabei irgendwas rauskommt? Wie oft gehen wir mit dem Gefühl raus, boah, das hätte ich auch effizienter machen können, da hätte ich gar nicht hingehen müssen, weiß sowieso nicht, was da gewesen ist. Aber keine Sorge, ihr seid nicht allein. Und hier kommt aber auch die gute Nachricht dazu. Es gibt eine einfache Methode, die euch helfen kann, eure Meetings in produktive, zielführende und vor allem zeitsparende Sitzungen zu verwandeln. Und ich spreche von der POST-Methode. Das steht für Purpose, also den Zweck des Meetings, für Outcome, die Ergebnisse, die wir erreichen wollen, für Structure, die klaren Struktur und Ablauf und für Timing, also Zeitplanung, damit wir nicht den ganzen Tag im Besprechungsraum verbringen. In dieser Folge zeige ich euch, wie die POST-Methode speziell für den Mittelstand extrem nützlich sein kann. Dann seien wir ehrlich, im operativen Alltag bleibt oft keine Zeit für langwierige Diskussionen. Und wir müssen schnell und effizient Entscheidungen treffen. Und genau dabei hilft uns POST. Also bleibt dran und ich verspreche euch, nach dieser Folge werdet ihr nie wieder ein unstrukturiertes Meeting haben. Lasst uns anfangen. Vor vielen Jahren noch als angestellter Geschäftsführer im Konzern habe ich eine sehr hilfreiche Methode zur Planung und Gestaltung von effektiven Meeting-Einladungen gelernt. Was Struktur und Effizienz angeht, da sind uns die Konzerne natürlich leider öfter voraus. Aber ihr könnt ja ab sofort auch von diesem POST-Modell profitieren und eure Meetings effizienter gestalten. Wenn ich meine Unternehmer im Netzwerk so anschaue, dann fokussieren die sich meistens auf operative Aufgaben und sind sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden. Wenn dann noch so ein schlecht vorbereitetes Meeting oder gar unnütze Zeitverschwendung dazukommt, dann liegen die Nerven blank und dann fallen vielleicht Worte, die man eigentlich gar nicht so meint. Und deswegen möchte ich euch heute die 4 Elemente dieses POST-Modells für perfekt vorbereitete Meetings vorstellen. Also nochmal, Purpose gleich Zweck. Warum wird dieses Meeting eigentlich abgehalten? Was ist das Hauptziel? Hier geht es darum, den Grund für das Meeting klar zu formulieren, damit alle Teilnehmer genau wissen, warum sie eingeladen werden und was sie erwarten können. Also Beispiel, wir treffen uns, um die Marketingstrategie für das nächste Quartal festzulegen. Dann kommt das Outcome, Ergebnis. Was soll am Ende des Meetings erreicht werden? Also welche Entscheidungen oder welche Vereinbarungen sollen getroffen werden? Und das hilft vor allen Dingen, sich während des Meetings auf konkrete Ergebnisse zu fokussieren. Beispiel, am Ende des Meetings haben wir uns die 3 wichtigsten Marketingziele für das nächste Quartal vorgenommen und darauf geeinigt. Und dann kommt die Structure, die Struktur. Also wie wird das Meeting ablaufen? Welche Punkte werden besprochen? Hier geht es darum, eine Agenda oder einen strukturierten Plan für das Meeting zu erstellen, damit die Diskussionen zielgerichtet und produktiv bleiben. Auch wieder ein Beispiel. Wir beginnen mit einer kurzen Präsentation der aktuellen Daten durch Person X, gefolgt von einer Diskussion der vorgeschlagenen Ziele. Jede Abteilung hat dann 5 Minuten Zeit, ihren Standpunkt darzulegen. Ziemlich einfach, oder? Und dann zum Schluss Timing, Zeitplanung. Wann und wie lange soll das Meeting dauern? Und das Timing ist natürlich entscheidend, sicherzustellen, dass im Meeting nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und dass die Teilnehmer wissen, wie viel Zeit sie einplanen müssen. Also Beispiel wieder, das Meeting wird 60 Minuten dauern und wir beginnen pünktlich um 10 Uhr. Indem ihr diese 4 Elemente in der Meeting-Einladung klar angebt, erhöht ihr die Effizienz und die Effektivität des Meetings. Also ich gehe in meinen Einladungen sogar noch ein Stückchen weiter und verteile Hausaufgaben für einige Teilnehmer, damit diese sich gut vorbereiten und präsentieren können. Oder ich sende sogar manchmal die Hauptpräsentation mit, damit sich jeder in das Thema einlesen kann und dann schneller Feedback kommt. Eigentlich ganz clever, würde ich mal so sagen. Und eigentlich ist dieser Ansatz überhaupt nicht kompliziert oder ungewöhnlich. Aber trotzdem nutzen ihn die wenigsten Unternehmen in Deutschland. Dabei liegt doch echt klar auf der Hand. Vorteile. Mittelständler haben begrenzte Ressourcen und Zeit wird in Meetings echt viel und gern verschwendet. Wenn das Meeting nur für 60 Minuten angesetzt ist, dann muss der Moderator innerhalb dieser Zeit auch die Agenda abarbeiten. Und dieses Modell bringt auch ein Ende der endlosen Diskussionen mit sich. Es zwingt die Teilnehmer, sich innerhalb des Meetings auf das Ergebnis zu konzentrieren und hilft, klar,
Lösungen und Entscheidungen, darauf hinzuarbeiten. Gerade der pragmatische Mittelstand müsste das lieben. Naja, in Wirklichkeit gehen viele Teilnehmer unvorbereitet in ein Meeting oder freuen sich auf eine Pause von der harten Arbeit. Beim Postmodell sind die Erwartungen allerdings von Anfang an ganz klar. Und dann im Mittelstand arbeiten wir immer flexibel oder so neudeutsch hands-on. Statt sich am Problem festzubeißen, wird eine Kultur der Verantwortlichkeit und der Lösungsorientierung gefördert, wenn ihr nach Post einladet. Also ein riesiger Vorteil. Mit dem Postmodell fällt es euch einfacher, ordentliche Protokolle zu schreiben oder Entscheidungen zu dokumentieren, weil nämlich die Agenda schon die Struktur vorgibt. Und dann noch ein kleiner Hinweis. Und durch das Postmodell integriert man natürlich neue Mitarbeiter von Anfang an viel besser und zeigt sich als Unternehmen von der besten Seite. Produktivität steht im Vordergrund und eine einheitliche, nachvollziehbare Arbeitsweise. Fazit: Für den deutschen Mittelstand bietet das Postmodell eine praktikable, leicht umzusetzende Methode, um Meetings besser, zielgerichteter, ergebnisorientierter zu gestalten. Also keine Verschwendung mehr von Zeit und Ressourcen. Und das könnte ein echter Wettbewerbsvorteil sein für dein Unternehmen. Haben dir meine Business-Tapas gefallen? Dann like oder kommentiere oder aktiviere die Glocke, damit du nicht die nächste Ausgabe verpasst. Und schick mir eine Nachricht, wenn du einen speziellen Themenwunsch hast.